Planst auch du in die Schweiz auszuwandern? In diesem Video werde ich dir erklären, wie du ganz einfach die B-Bewilligung beantragen kannst, um dann 5 Jahre lang in der Schweiz leben zu können. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig Seminare in Zürich zum Thema Auswandern in die Schweiz. Termine findest du auf unserer Webseite. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Dort werden wir alles behandeln rund um das Thema Auswandern Schweiz. Zum Beispiel so Dinge wie die B-Bewilligung, die wir hier besprechen. Wie kannst du dann auch später die C-Bewilligung und die Schweizer Staatsbürgerschaft bekommen? Was muss man steuerlich in der Schweiz beachten? Was muss man beachten, wenn man aus Deutschland in die Schweiz umzieht? Dinge wie zum Beispiel die Wegzugsteuer. Was ist mit der Pauschalbesteuerung in der Schweiz? Wie gründet man dort eine Firma? Wie werden Unternehmen besteuert? Wie kauft man Immobilien? Was ist zum Thema Schulausbildung in der Schweiz zu wissen? Wie wird sich die Schweiz in Zukunft entwickeln in puncto EU, in puncto Neutralität? Also 2 Tage ein intensives Seminar mit mir in Zürich. Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zur B-Bewilligung. Die Schweiz, sie ist das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen und es ist ja auch kein Wunder. Man kann sehr einfach das Doppelte verdienen und zahlt vielleicht nur 1/3 der Steuern. Ein wunderschönes Land. Dort funktioniert alles, die Züge sind pünktlich, es ist sauber, der Staat ist verlässlich und dein Freund und nicht dein Feind. Es hat natürlich auch einen gewissen Preis, buchstäblich. Die Schweiz ist sehr teuer. Aber alles in allem bleibt die Schweiz natürlich ein sehr attraktives Land, vor allen Dingen außerhalb der EU, hat eine super starke Währung mit dem Schweizer Franken, ein funktionierendes Rentensystem, also nicht so ein Staat wie Deutschland, der kurz vor dem Bankrott steht. Kein Wunder also, sehr viele Deutsche zieht es in die Schweiz. Und bei vielen stellt sich dann natürlich die Frage erstmal, kann ich überhaupt in der Schweiz wohnen? Das klingt ja alles so kompliziert. Die Schweiz ist nicht die EU. Da brauche ich eine Bewilligung, nämlich diese Bewilligung B. Wie kann ich die bekommen? Ist das kompliziert? Also Fragen über Fragen, die viele nicht beantworten können und deswegen vielleicht hier schnell die Flinte ins Korn werfen, die Hoffnung aufgeben und ein Leben in der Schweiz dann doch nicht in Angriff nehmen. Tatsächlich ist es so, dass jeder EU-Bürger das Recht hat, in der Schweiz zu leben. Du hast mich richtig verstanden. Jeder EU-Bürger kann in die Schweiz umziehen. Obwohl die Schweiz kein EU-Mitglied ist, gibt es die sogenannten bilateralen Verträge. Dort ist definiert, dass es Personenfreizügigkeit gibt. EU-Bürger dürfen in der Schweiz wohnen. Schweizer dürfen überall in der EU wohnen. Die einzige Bedingung, um in der Schweiz die Bewilligung B zu erhalten, das ist eben die Bewilligung, die jeder Ausländer braucht, der in der Schweiz leben will, ist die, dass man dem Schweizer Staat nicht auf der Tasche liegt. Das musst du dem Staat nachweisen. Welche Nachweise sind hier gebräuchlich? Natürlich für die meisten, dass sie einen Job haben in der Schweiz, dass man ein Unternehmen hat in der Schweiz, dass man Vermögen hat, dass man eine Rente hat, etc. pp. Wenn du das nachweisen kannst, dann ist die Ausstellung der B-Bewilligung reine Formsache. Wie funktioniert aber nun ein solcher Antrag? Wie macht man das überhaupt? Nun, du würdest ja vermuten, vielleicht spontan, also zunächst mal beantrage ich mir die B-Bewilligung, dann suche ich einen Job, dann suche ich eine Wohnung, aber das Ganze läuft komplett umgekehrt ab. Wenn du dir einen Job in der Schweiz besorgst, dann wirst du natürlich diesen hier als erstes besorgen, das ist natürlich ganz klar. Aber wenn du keinen Job hast, wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen gründen willst, oder wenn du Rentner bist oder wenn du vermögend bist, dann ist der erste Schritt letztlich die Wohnungssuche. Also, bevor du die B-Bewilligung hast, ja, bevor du einen Aufenthaltstitel hast, suchst du dir eine Wohnung und du ziehst dann um. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber genau das ist der Ablauf. Also, du besorgst dir eine Wohnung, kaufen oder die meisten mieten natürlich, ist ja klar. Und sobald du die Wohnung gemietet hast, verlegst du den Wohnsitz in die Schweiz. Dann gehst du zum Einwohnermeldeamt in der Schweiz bei deiner Gemeinde und sagst so, ich möchte mich jetzt hier anmelden, hier bin ich jetzt und ich möchte meine B-Bewilligung beantragen. Hierzu gibt es Anträge bei den kantonalen Behörden. Beim Migrationsamt kannst du das runterladen. Also das heißt, du musst dann letztlich zur Webseite des Migrationsamtes deines Wohnkantons gehen. Du musst dann ein Formular ausfüllen. Dieses Formular bringst du dann auf die Gemeinde mit, wenn du dich dort anmeldest in der Schweiz. Also zunächst eine Wohnung suchen, einen Wohnsitz, mieten, kaufen. Dann gehst du zur Gemeinde, um dich anzumelden. Ganz normale Anmeldung, wie auch in Deutschland. Dabei bringst du das Formular mit der Migrationsbehörde, welches
du im Vorfeld dann ausgefüllt hast und legst dort die entsprechenden Nachweise bei. Was können diese Nachweise sein? Ich hatte es vorhin schon angedeutet, zum Beispiel, dass du jetzt eine Anstellung hast, Arbeitsvertrag zum Beispiel. Dass du Rentner bist, hierzu dann entsprechende Nachweise der Rentenkasse beilegen, dass du Vermögen hast. Jetzt fragen viele natürlich, wie viel Vermögen brauche ich denn? Brauche ich da Millionen? Du brauchst sehr wenig Vermögen. Tatsächlich ist es rechtlich so definiert, dass du so viel Vermögen haben musst, dass du in der Schweiz nicht berechtigt bist, Sozialhilfe zu empfangen. Und das sind vielleicht 20.000 Euro oder weniger. Es reicht also sehr wenig Vermögen aus. Hier kannst du also Kontoauszüge mitbringen, um dein Vermögen entsprechend nachzuweisen. Du kannst auch ein Unternehmen in der Schweiz gründen. Du hast vielleicht schon ein Unternehmen in der Schweiz gegründet, zum Beispiel eine GmbH, die dich dann anstellen wird. Das ist das Gleiche wie ein externer Arbeitgeber. Dann hast du ja dann ebenfalls einen Arbeitsvertrag bei deiner eigenen Firma. Du kannst auch selbst ein Einzelunternehmen in der Schweiz gründen. Dann würdest du einen Businessplan mitbringen. Das ist dann natürlich etwas anspruchsvoller. Ganz klar, aus dem Businessplan muss natürlich dann realistischerweise hervorgehen, dass das Unternehmen erfolgreich sein wird. Also meiner Meinung nach ist das der stressigste Weg. Du kannst sogar auch eine Stelle in Deutschland haben oder ein Unternehmen in Deutschland haben, solange du zeigen kannst, dass du für diese Stelle in der Schweiz arbeiten kannst. Vielleicht hat dich der Arbeitgeber in die Schweiz geschickt oder vielleicht hat der Arbeitgeber zugestimmt, dass du von der Schweiz aus arbeitest und der meldet dich dann dort bei den Behörden an. Solange du hier zeigen kannst, dass du in der Schweiz anwesend sein wirst und im Grunde genommen diese Stelle aus der Schweiz machen kannst und dass das steuerlich und sozialversicherungstechnisch korrekt gemacht wird, dann geht das natürlich genauso. Dann schickt die Gemeinde das Ganze ans Migrationsamt des Kantons und in der Regel wird der Antrag dann bewilligt. Möglicherweise kommen dann weitere Fragen, die du dann beantworten musst, aber ich würde sagen, reine Formsache. Extrem einfach für EU-Bürger, die B-Bewilligung zu erhalten. Die B-Bewilligung eignet sich nicht als Plan B. Du bist verpflichtet, mindestens 183 Tage dich in der Schweiz aufzuhalten. Das heißt, wenn du nicht vorhast, wirklich in der Schweiz zu leben, dann würde ich das auf keinen Fall machen. Du kannst auch in der Schweiz nicht einfach so Immobilien kaufen. Du kannst eine Ferienimmobilie möglicherweise kaufen, aber auch dazu musst du einen Antrag stellen, denn Ausländer dürfen in der Schweiz nicht so ohne weiteres eine Immobilie kaufen. Wenn du dann deine B-Bewilligung hast, dann darfst du in der Schweiz eine Immobilie kaufen, die von dir selbst genutzt wird, aber auch Investitionsobjekte oder auch Ferienimmobilien darfst du dann immer noch nicht erwerben, beziehungsweise eben nur mit Genehmigung. Wenn du die B-Bewilligung 5 Jahre lang hast, dann bekommst du die C-Bewilligung. Das ist die Daueraufenthaltsgenehmigung. Und wenn du die Daueraufenthaltsgenehmigung 5 Jahre hast, kannst du den Schweizer Pass beantragen. Das geht dann locker nochmal 3 bis 5 Jahre, bis du den Pass dann wirklich hast. Da gibt es ein Verfahren dann. Da entscheidet ja letztlich deine Wohngemeinde, also deine Nachbarn, ob du eingebürgert wirst in der Schweiz oder nicht. Also rechne insgesamt sicherlich 13 bis 15 Jahre, bis du den Schweizer Pass hast. Aber die Erlangung der B-Bewilligung ist tatsächlich ziemlich einfach. Das kann im Grunde genommen jeder EU-Bürger erreichen, der es möchte und der gerne in der Schweiz leben will. Auch dann, wenn du keinen Job hast, auch dann, wenn du ein gewisses Vermögen aufgebaut hast, gespart hast, ist das ohne weiteres möglich. Wie gesagt, hier nochmal eine Warnung. Die Schweiz ist natürlich teuer, das ist ganz klar. Also gerade Rentner, die jetzt zum Beispiel nur eine gesetzliche deutsche Rente haben, werden es wahrscheinlich in der Schweiz schwer finden, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber möglicherweise hat der Ehepartner ja noch anderweitige Einkünfte oder man hat noch Kapitalvermögen, wo man dann auch entsprechende Erträge erwirtschaftet. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das darf man hier nicht unterschätzen. Und wie gesagt, dadurch, dass du ja zuerst die Wohnung letztlich dann in der Schweiz suchen musst, musst du natürlich erstmal in der Lage sein, eine solche Wohnung in der Schweiz dir auch leisten zu können. Wie gesagt, auch hier gibt es natürlich große kantonale Unterschiede, aber gerade in den steuergünstigen Kantonen sind die Wohnungen natürlich auch entsprechend teuer. Teuer sind sie natürlich auch in den Ferienregionen. Also da muss man schon wirklich ein Überzeugungstäter sein, so sage ich es jetzt mal, wenn du wirklich in der Schweiz leben willst. Man muss wirklich in der Schweiz leben wollen. Man muss das wirklich als sein Zuhause sehen, damit das dort funktioniert. Also, wie gesagt, wenn auch du planst, in die Schweiz umzuziehen, dann komm doch zu einem unserer Seminare oder buche ein Beratungsgespräch. Alle weiteren Informationen hier in der Beschreibung dieses Videos. Ich habe selbst jahrelang in der Schweiz gelebt, im schönen Freienbach im Kanton Schwyz. Unglaublich steuergünstig, das solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen, diese Gemeinde Freienbach.
Zug ist natürlich auch interessant und natürlich einige andere Kantone auch. Aber wie gesagt, buche gerne ein Beratungsgespräch und wir können dich hier umfangreich beraten. Wir haben Anwälte und Steuerberater in der Schweiz, die unsere Mandanten hierbei unterstützen. Ich würde dir auf jeden Fall natürlich empfehlen, dich hier von deinem Steuerberater und Rechtsanwalt begleiten zu lassen. Lass dich qualifiziert beraten. Ich habe das Ganze natürlich jetzt hier mit Absicht so locker, flockig erzählt, aber der Teufel steckt natürlich immer so ein bisschen im Detail. Also hier mit einem Rechtsanwalt das Ganze nochmal zu besprechen und möglicherweise mit einem Steueranwalt, das kann auf jeden Fall Sinn machen, insbesondere wenn du vermögend bist. Das ist ja völlig klar. Ja, wir befassen uns schon seit fast 20 Jahren mit diesem Thema, helfen Mandanten beim Auswandern, sich steuerlich optimal im Ausland aufzustellen, beim Umzug in die Schweiz und natürlich auch in viele andere Länder. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.